Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Haferflockenkekse, die erinnern mich persönlich eigentlich immer an meine Kindheit, weil meine Schwester die früher oft gebacken hat. Die sind wirklich super einfach zuzubereiten und das Beste ist, die meisten Zutaten hat man eigentlich immer zu Hause. Für die Haferflockenkekse braucht ihr 125 Gramm Haferflocken, 75 Gramm Butter, ein Päckchen Vanillinzucker, einen halben Teelöffel Backpulver, 60 Gramm Zucker, ein mittelgroßes Ei, 50 Gramm Mehl, eine Prise Salz, 3 Tropfen Bittermandelöl und optional 2 Esslöffel gehackte Mandeln und 1 Esslöffel Schokotropfen. Ich fange immer damit an, dass ich zuerst die Butter zerlasse. Und dann kommen die Haferflocken und der Zucker dazu. Die Haferflocken müssen jetzt unter ständigem Rühren leicht gebräunt werden. Die Haferflocken müssen jetzt erst einmal vollständig abkühlen und währenddessen bereite ich den Teig vor. Dafür verrühre ich das Ei mit dem Zucker, einer Prise Salz, dem Vanillinzucker und ein paar Tropfen Bittermandelöl so lange, bis eine dicke und cremige Masse entsteht. Da kommen jetzt die abgekühlten Haferflocken und die restlichen Zutaten rein. Alles gründlich vermischen und dann ist der Teig auch schon fertig. Übrigens, wenn ihr auch so gerne Kekse backt wie ich, dann kann ich euch so ein randloses Backblech wirklich sehr empfehlen. Damit kann man die Kekse ganz einfach auf den Tisch gleiten lassen, ohne dass sie zerbrechen. Den Link zu diesem Backblech und einer gelochten Version findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt könnt ihr den Teig entweder so mit 2 Teelöffeln in kleinen Häufchen aufs Backblech setzen oder aber auch einen Makronator oder so einen kleinen Eisportionierer nehmen. Das spart Zeit und die Kekse werden alle gleich groß. Die Kekse backe ich jetzt bei 180 Grad ungefähr 12 bis 15 Minuten. Die Kekse lasse ich jetzt erst einmal abkühlen und danach zeige ich euch noch, wie sie von innen aussehen. Die Kekse sind außen leicht knusprig und innen schön weich und luftig. In der Blechdose aufbewahrt halten sich die Kekse ungefähr 3 bis 4 Wochen. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, noch mehr Plätzchenrezepte von mir zu sehen, dann klickt doch einfach mal hier auf die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!